Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein. Oh, Struwwelpeter, ich liebe das. Das war ich. Ich habe mich identifiziert damit als Kind. Ich bin der fliegende Robert, werde weggetragen vom Wind, weil ich so unvorsichtig war und nicht an die mahnenden Worte der Eltern und der Erwachsenen habe nicht zugehört. Auch jetzt. Er bezeichnete die Orgel als riesige Prothese, die ihn reizt, mit ihr von Neuem gehen zu lernen. Die Komposition Volumina als Metapher für das Phänomen George Ligeti. Das Erkunden unerforschter Zonen, vereint mit der Bereitschaft, in Extrembereiche fern jeder Bodenhaftung vorzudringen. Ich kenne keine Autorität und ich beuge mich auch keiner Autorität. Man muss ein bisschen Prestige haben und sich wichtig vorkommen. Das alles habe ich nicht. Ich will mich nicht kümmern um diese Dogmen, um die Erwartungen, dass man zu irgendeiner weltanschaulichen Clique gehört, sondern einfach machen, was ich will. Und unabhängig davon, wie das akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Klavieretüde 14a, die unendliche Säule, gewidmet dem rumänischen Bildhauer Constantin Brâncuș. Es kommt nie zur persönlichen Begegnung, aber es ist das Besondere in ihrem Wesen, das sie verbindet. Er war total konsequent und arbeitete, wie er wollte. Hat sich nie angepasst. Etwas wie beim fliegenden Robert. Sogar Picasso hat sich angepasst manchmal. Aber Brâncuș nie. Seht, den Schirm erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind. Die Möglichkeit des Scheiterns als ständigen Bestandteil des eigenen Wirkens zu akzeptieren, führt hinauf in die Sturmzone. Es ist eine nicht ungefährliche, deshalb relativ wenig besuchte Zone. Begegnungen zwischen Fliegenden führen zwangsläufig zu intensiven Kontakten. Heinz Otto Peitgen ist Mathematiker aus Bremen. Ligetis Interesse für Chaostheorien und fraktale Geometrie war Anlass der ersten Begegnung. Ich habe eine wachsende Freundschaft zu ihm empfunden und empfinde im Augenblick etwas ganz Besonderes. Wir kennen uns seit etwa 1985, zunächst sehr spärlich, dann immer intensiver. Und ich würde sagen, Ligeti hat mein Leben in ganz vielfältiger Hinsicht bereichert. Der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard ist heute international gefeierter Interpret der modernen Klavierliteratur. Vor 20 Jahren machte er sich als Vorkämpfer für die zeitgenössische Musik auf einen beschwerlichen und anfangs wenig beachteten Weg. Ich glaube, dass diese Freundschaft hat sich durch künstlerische Erfahrung sich entwickelt. Für Herr Ligeti ist wirklich also künstlerische Ziel die wichtigere Sache und vielleicht für mich auch irgendwo. Und deswegen konnte sich wirklich diese starke persönliche Verbindung auch sich entwickeln. Und wegen ein Vertrauen in diese Verbindung zwischen Komponist und Interpret, was war in diesem Fall sehr intensiv und sehr stark entwickelt. Lange Freundschaften zwischen berühmten Komponisten sind die Ausnahme. Die Verbindung von Friedrich Cerha und George Ligeti ist eine solche. Durch Ligeti und dessen Werk beeindruckt, wurde Cerha zum Freund und Förderer. Ich kenne ihn seit 1956, seit er aus Budapest gekommen ist. Aber intensivere Kontakte hat es dann erst 1958 gegeben, und zwar mit unseren langen Diskussionen bei den Darmstädter Ferienkursen. Und seit 1960 dann, als wir immer wieder Ligeti-Werke aufgeführt haben mit dem Ensemble Die Reihe, gab es in den ganzen 60er und 70er Jahren enge Kontakte. In diesem Raum der Hamburger Musikhochschule trafen vor 20 Jahren der Student Manfred Stanke und sein Kompositionslehrer Ligeti erstmals zusammen. Stanke, heute Komponist und Professor für Komposition,
erinnert sich an diese Begegnung mit einem phänomenalen Menschen. Wenn er ans Klavier ging, er suchte sozusagen den Klang, den Weg. Er hatte zum Beispiel Partituren vor sich und er guckte, was war zum Beispiel auch bei Bach-Analysen. Wir haben also mit ihm am Klavier Bach-Analysen gemacht und wie er guckte, wie er sozusagen Bach nachbaute, das war absolut ein Phänomen. Also Ligeti ist ein Musiker, der aus dem Moment lebt. Und er liebt sein Klavier. Also ich darf es mal einfach so naiv sagen. Es war ihm der Moment des Klanges, wenn Bach eine Kadenz machte. Also es war der Moment, der ganz stark für ihn immer war im Unterricht, ganz klar. Aber ich habe ihn sonst nie als Dirigent oder als Paukisten oder wie immer erlebt. Er hat ja vieles doch auch gemacht, davon hat er erzählt und immer so ein bisschen mit einem verschmitzten Lächeln im Hintergrund. Arbeiten des großen österreichischen Bildhauers Karl Prantl erscheinen auf faszinierende Weise der Musik Ligetis wesensverwandt. Die optische Ähnlichkeit der beiden Künstler wurde für Prantl zum Auftritt als Doppelgänger. Wir waren im Festspielhaus. Plötzlich stehen ein Rudel Japanerinnen und Japaner vor mir und verneigen sich und stammeln und wollen mit Ligeti sprechen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin nicht der Ligeti, ich bin der Karl Prantl. Ne? Und das haben sie sich geglaubt. Ne? Nach dem Ligeti, ne? Das musste ich annehmen. Und ich war einerseits ja erfreut, dass so eine Ähnlichkeit zum Verwechseln ähnlich hin zum Ligeti. Ne? Der war schon, wir sind gleich alt noch dazu. Und sein Ohrschopf ist ähnlich wie meiner. Und wir haben lange gebraucht, diese Japaner zu beruhigen, dass ich nicht der Ligeti, sondern der Prantl bin. Aber auch solche Dinge binden uns, sogar von der Körperlichkeit her. Der Wiener Anthropologe und Musikethnologe Gerhard Kubik gilt als Experte für zentralafrikanische Musik. Sein Spezialgebiet: die Forschung der inhärenten Patterns in der Hofmusik des Königreichs Buganda. Man könnte sagen, seine erste Begegnung mit Ligeti war auf ihre Weise passend und fand während einer Filmvorführung statt. Der Saal war schon dunkel und da kam jemand auf mich zu und sprach mich an und jemand anderer redete dazwischen und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, das sei ein Portugiese und antwortete ihm auf Portugiesisch. Es war aber Ligeti. Und alles, was er mir sagte, habe ich auf Portugiesisch geantwortet. Es war eine tolle Konversation. Er sprach zwar Deutsch, aber ich glaube da möglicherweise sogar dann Englisch oder irgendwas. Und ich antwortete grundsätzlich auf Portugiesisch. Und erst später, nach dem Ende der Vorstellung, wurde mir klar, dass wir also total aneinander vorbeigeredet hatten durch eine falsche Interpretation oder durch irgendwas. Und so ist diese erste Begegnung flöten gegangen. Das Jahr 1923. In Deutschland wurde zum ersten Mal Muttertag gefeiert. In Berlin fand eine technische Revolution statt. Das erste Radiokonzert wurde live übertragen. Radio Roma Napoli. In Wien kam es zu ersten blutigen Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten, Sozialdemokraten und der Polizei. In der ersten Septemberwoche zerstörten mehrere Erdstöße die Städte Tokio und Yokohama. 120.000 Menschen verlieren bei dem Erdbeben ihr Leben. Deutschland steht am Rande des wirtschaftlichen Kollaps.
$1 hat den Gegenwert von 3,5 Millionen Reichsmark erreicht. In Italien wird der neue Erdenbürger Franco Zeffirelli geboren. In München ein Kind mit Namen Wolfgang Sawallisch. Rudolf Augstein, der spätere charismatische Spiegel-Herausgeber, und die Primadonna assoluta Maria Callas erblicken ebenfalls in diesem Jahr das Licht der Welt. Im November stirbt der Architekt Gustave Eiffel und der Mann, der ohne Waffen nicht leben kann, Charlton Heston, wird in den USA geboren. Ein erster Putschversuch Adolf Hitlers misslingt in München und in Deutschland wird der spätere Außenminister der Vereinigten Staaten, Henry Kissinger, geboren. Genau einen Tag vor der Geburt eines Knaben im siebenbürgischen Dice St. Marton. Seine jüdischen Eltern, der Bankfachmann Sándor Ligeti und die Augenärztin Ilona Somogy, beide aus Budapest stammend, geben ihrem Sohn den Vornamen György. Damals ist Siebenbürgen eine Welt, in der das Zusammenspiel von Landschaft, alter Tradition, Musik und Mystik sowie eine ethnische Vielfalt einen fernen kulturellen Kontrapunkt zum Westen Europas bilden. Beim Ligeti spürt man die ältere Kultur, das länger dran sein an den Klang, an den Ton, an den Ruf, auch ans Gebet. Durch sein Herkommen, er kommt aus diesem anderen Raum, aus dem Karpatenbogen, und da fangen die Alpen an. Und das ist in Pannonien, so drüben ist wie Tatzen, glaube ich, rein. Und da trifft man einander. Eben wir von da weg, und der Ligeti, der 56 rübergekommen ist, noch ein bis dahin gelebten Leben. Ne? Das Fantasiereich Kilvirja aus früher Jugend, vielleicht ein Symbol für die alten Länder des Ostens. Die Beschäftigung mit dem Illusionären, Imaginären und Fantastischen spielten für das Kind und später für Ligetis Schaffen eine herausragende Rolle. Als Sechsjähriger sah er im Theater der Stadt Klausenburg La Traviata. Die Musik und das Geschehen auf der Bühne zogen ihn derartig in ihren Bann, dass er in einen tranceähnlichen Zustand fiel. Noch intensiver und früher als die Opernbesuche setzten dem kleinen György unheimliche Traumerlebnisse zu. Ein Traum wird von Ligeti immer wieder als mögliche Quelle für die späteren Clusternetzwerke in den Kompositionen Apparition und Atmosphäre zitiert. Ich konnte mein Bettchen, den sicheren, durch Gitter geschützten Zufluchtsort, nicht erreichen, weil das ganze Zimmer von einem dünnfaserigen, aber dichten Gespinst ausgefüllt gewesen ist. Außer mir blieben auch andere Wesen und Gegenstände in diesem riesigen Netzwerk hängen. Nachtfalter und Käfer, die dem spärlichen Kerzenlicht zustrebten, Speisereste, Abfall. Jede Regung der stecken gebliebenen Lebewesen verursachte ein Beben, sodass alle anderen Dinge fortdauernd hin und her wackelten. Etwas unaussprechlich Trauriges lag in dem Vorgang, die Hoffnungslosigkeit verrinnender Zeit und einer nicht wieder gut zu machenden Vergangenheit. Eine enge Verbundenheit zur Mathematik, überhaupt zur Naturwissenschaft, scheint auch im Zusammenhang mit Ligetis früher Faszination für mechanische Abläufe zu stehen. Eine unheimliche Novelle des ungarischen Schriftstellers Gyula Krudi wirkte prägend auf die kindliche Fantasie. Ein einsames Haus in einer beunruhigenden Gegend. Darin lebt die Witwe eines Meteorologen. Das Haus ist gefüllt mit unzähligen tickenden Uhren, Messinstrumenten und mechanischen Geräten in permanenter, monotoner Bewegung. Die Zeit in diesem Haus scheint stehen geblieben zu sein, obwohl sie 100-fach gemessen wird. Diese Präzision und Gleichmäßigkeit der Uhrwerke übertrug Ligeti 1962 in seiner Pseudokomposition Poème symphonique auf 100 Metronome, die gleichzeitig verschieden aufgezogen gestartet werden. Naturgemäß bleibt nach einer Spieldauer von ca. 19 Minuten ein Metronom übrig. Ist auch dieses stehen geblieben, ist die Aufführung zu Ende.
When we had the first performance of it, it was in '63 in the city of Hilversum in Netherlands, and everybody. Die Uraufführung fand 1963 in Hilversum statt. Und jeder der dort Anwesenden kannte mich als einen äußerst seriösen Komponisten. Keiner wusste, was ihn erwartete. Der Bürgermeister von Hilversum sprach von den großen moralischen Tugenden, der herausragenden Bedeutung von Kunst und Musik. He talked about the big moral qualities, the greatness of art and of music. Ligeti verstand das Werk als ironische Antwort und Persiflage auf die damalige musikalische Situation sowie auf das gesellschaftliche Konzerterleben. Die Uraufführung endete im Eklat. Bürgermeister und bildungshungrige Bürger verließen entrüstet den Saal. Menschen an ihre Grenzen heranführen, die Möglichkeiten eines Musikinstruments bis in den Extrembereich forcieren. Im Orgelwerk Volumina verschmelzen Instrument und Organist mehr und mehr zu einem einheitlichen Organismus, werden eine Art Musikmaschinenwesen. Volumina ist ein Werk aus der Zeit Ligetis großer Clusterkompositionen. Anfang der 60er Jahre gelingt Ligeti in Köln und Darmstadt mit den beiden berühmtesten Werken dieser Zeit der große Durchbruch. In diesem Haus, Große Modengasse 37, habe ich in Untermiete gewohnt bei zwei alte Damen. Und da habe ich die Orchesterstücke Apparition und Atmosphäre komponiert. 1967 erhält Ligeti die österreichische Staatsbürgerschaft. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits eine schillernde Erscheinung im Musikgeschehen Europas und nur noch selten in seiner neu verliehenen Heimat anwesend. Das ebenfalls in Wien entstandene Requiem und die Oper Le Grand Macabre haben seinen Namen international bekannt gemacht. George Ligeti hat im Laufe seines Lebens mehrere Grenzen, oft gezwungen, hinter sich gelassen. Bis heute ist er österreichischer Staatsbürger. Die längste Zeit seines Lebens verbrachte er in Deutschland. In der Hamburger Möwenstraße befindet sich seine Wohnung, die er vor wenigen Monaten krankheitsbedingt in Richtung Wien verließ. Alles erscheint hier so, als ob seine baldige Rückkehr zu erwarten sei. (1973) zog er nicht ganz freiwillig in die Alsterstadt. Entscheidend dafür war ein Angebot der Hamburger Musikhochschule, Ligeti als Professor für Komposition zu beschäftigen. Trotz der Begeisterung vieler Studenten sah Ligeti diese Tätigkeit als rein pragmatische Notwendigkeit des Überlebens. Meine Aufgabe ist Komponieren. Aber unterrichten musste ich. Ja, da habe ich verschiedene Gelegenheiten im Westen wahrgenommen, wo ich kurz etwas Geld verdienen konnte, ohne eine Stelle an einer Musikschule zu haben. Und ich war schon 50 Jahre alt. Im Jahr 1973 war meine erste feste Stelle an der Musikhochschule in Hamburg. Ich muss sagen auch, ich habe mich nicht bemüht, weil ich eine Stelle zu... Doch, stimmt nicht, ich habe mich bemüht. Ich wurde dann immer fallen gelassen. Ja, man wusste nicht von meinen Fähigkeiten als Lehrer. Wer weiß im Westen davon, was im Ungarn akzeptiert wurde? Es war doch totale zweigeteilte Welt.
Ich kann schon verstehen, dass immer das Problem war, die Belastung. Ich soll als Lehrer, ich sitze als Lehrer hier in diesem Raum und was soll ich denn nur sagen? Das ist nicht möglich. Man kann kein Kompositionslehrer sein und insofern verstehe ich Ligeti, wenn er sagt, das Unterrichten ist eine Belastung. Auf der anderen Seite habe ich immer gefühlt, dass also sagen wir dieses 1%, wo ein Schüler etwas brachte, was interessiert, ihn auch sehr fasziniert hat. Also der Mensch ist das, was Ligeti interessiert hat, insofern war er immer nah und immer warm auch. Natürlich dann ablehnend, wenn er fühlt, da ist ein Mensch, der nur an sich selbst denkt und sich selbst aufbauen will und zu Ligeti kommt, um sich selbst aufzubauen. Also das hat ihn unendlich abgestoßen und das war natürlich auch eine Belastung. Zwischen 1950 und 1956 unterrichtete Ligeti an der berühmten Budapester Franz-Liszt-Akademie Harmonie, Formenlehre und Kontrapunkt. Zu dieser Zeit war seine musikalische Welt von jenen Komponistennamen geprägt, die in Ungarn mittlerweile verboten waren. Strawinsky, Schönberg und Béla Bartók, dem er nie persönlich begegnete. Bartók starb 1945 in New York. Ligeti nennt sich heute einen doppelt Geschädigten. Nur mit Glück überlebte er die Nazi-Herrschaft. Spätestens 1956 musste er erkennen, dass ein Verbleib im stalinistischen Ungarn nicht nur seine weitere künstlerische Entwicklung in Frage stellte, sondern vielmehr sein Leben in ständige Gefahr brachte. Irgendwann, mitten in den ersten Auseinandersetzungen des beginnenden Aufstands, hörte er im Radio Stockhausens Gesang der Jünglinge. Ob das der Auslöser für die folgende, sein gesamtes Leben beeinflussende Entscheidung war? In den frühen Morgenstunden des 13. Dezember 1956 gelangten György Ligeti und seine Frau Vera ins burgenländische Lutzmannsdorf. Der glückliche Abschluss einer mehrtägigen Flucht aus Budapest. In knapp 2 Jahrzehnten und 2 der schrecklichsten Diktaturen der Geschichte verlor György Ligeti Bruder und Vater, ließ seine Mutter seine Wurzeln hinter sich, um schließlich seine Freiheit zu erhalten, die er kompromisslos bis heute beschützt. Ich denke, dass da die Frage eines Lebens, das mit sehr viel Glück, aber auch mit sehr viel Leid verknüpft ist, immer noch in ihm wirken, vielleicht auch Antworten suchen, vielleicht auch noch drängen, nach vorne drängen. Was ist Ursache für den Wunsch nach größtmöglicher Intensität jenseits der Grenzen? Grenzen sind nur geografisch etwas Statisches. Grenzen in uns verändern sich ständig. Wer Ligetis Musik spielt, der begibt sich auf eine Reise, jenseits der bisherigen eigenen Grenzen. Man gerät natürlich beim Spielen in Grenzbereiche, in physische Grenzbereiche, weil ja der ganze Körper aktiviert ist und der ganze Körper ständig in Bewegung ist. Andererseits kommt man auch in Grenzbereiche, was jetzt die Mitgestaltung betrifft. Nicht? Es ist ein Grenzbereich zwischen, als Organist, als ausführender Organist ist man im Grenzbereich des Mitschöpferischen. Der großen, klanglich melodramatischen, sonst harmlosen Gäste des traditionellen Musiktheaters, wie sie besonders in italienischen Opern zu höchster Kraftentfaltung gelangt, konnte Ligeti nicht viel abgewinnen. Die grotesk-surrealen Werke Aventure und hier im gezeigten Beispiel Nouvelle Aventure waren die zugleich radikale wie sanfte Antwort, wie sie nur von Ligeti gegeben werden konnte. Und wieder war sein für ihn typischer Humor die menschliche, entscheidende Zutat.
forschte innerhalb der Musik an ihrem Urgrund. Er war kein Komponist, der Sprachen benutzte, sondern er wollte Sprache erst überhaupt bauen. Und als ich Ligeti hier sah, fühlte ich sehr stark, dass da das sozusagen erstmal rausbrechen aus alten Bildern notwendig ist. Also er wollte alles neu bauen. Totaler Extremismus und das Ganze so zerrüttelt und verrückt sein. Noch eine totale Ungezügeltheit. Also es muss höllisch sein, das Stück. Es ist die Hölle. Wenn Sie diese Komposition singen, werden Sie mit Sicherheit Fehler machen. Diese Fehler sind jedoch von mir einkalkuliert. Es ist unmöglich, jeden einzelnen Sänger zu kontrollieren. Zwangsläufig wird es einige kleine Abweichungen geben. Wie Sie sehen, habe ich für dieses Stück eine sehr einfache Notation angewandt. Da die Sänger in Vierergruppen aufgeteilt werden, habe ich für jede dieser Vierergruppen mittels einer schwarzen Linie das markiert, was so genau wie möglich gesungen werden soll, jedoch nicht ganz genau. Daraus ergeben sich viele winzige Fehler, aber alle diese Fehler verschmelzen zu einem verwischten Gesamtbild. Dieses Gesamtbild kontrolliere ich und nicht die Einzelheiten. Was er immer fordert, ist also das Exzessive in der Interpretation. Also dieses wirklich sich hineinknien in eine Interpretation. Das routinierte Spielen ist ihm, glaube ich, ein Gräuel, was natürlich also im konzertanten Alltag immer wieder auftritt. Ligeti ist ein Probenkomponist. Seine intensive Mitgestaltung der Proben mag für manche Interpreten und Dirigenten ungewohnt sein, aber es bedarf jener Initialzündung, die ein Werk Ligetis erst zum Abheben bringt. Ich erinnere an ein Gespräch, was ich mit Ligeti hatte, wo er gesagt hat, die Gefährdung hat ihn interessiert immer. Der Mensch, der das eigentlich fast Menschenunmögliche versucht, also wieder dieser Grenzgang, der ist wieder dort vorhanden. Der Interpret ist ja fast wie sozusagen das Spiegelbild Ligetis. Und deswegen auch diese ganz tiefe Verbindung, die Ligeti zu Pianisten immer wieder gehabt hat. Auf der Suche nach neuen Wegen stößt Ligeti Anfang der 80er Jahre auf eine Kuriosität in Person des amerikanisch-mexikanischen Komponisten Conlon Nancarrow. Nancarrow komponierte einige Stücke für Klavier und Klavierspieler. Wegweisend für Ligetis eigene Grenzgänge in Form seiner Klavieretüden wurden aber die Studies for Player Piano, die Nancarrow für mechanisches Klavier komponierte. Im Zentrum seines Projekts gibt es die Interpretation und er will, dass dieses Spiel mit Grenzen wird spürbar sein vom Spiel. Das heißt, der Interpret muss Risiko nehmen und die Virtuosität, die hohe Virtuosität, muss man schon fühlen als ein Art von gefährliches Erlebnis. Also das Risiko ist wirklich in dem Zentrum der Sache. Das hat nichts mit ruhige, bürgerliche Unterhaltungsmusik zu tun. Die Klavieretüden Ligetis werden mittlerweile als Meilenstein in der Musik des 20. Jahrhunderts erkannt und zählen zu den gewaltigen Herausforderungen für Pianisten. Wenn ein Komponist heute lebt und
anders schreibt als die bisherige Tradition, dann muss der Komponist mit Interpreten zusammenarbeiten, die bereit sind, die offen sind. Und ich habe da viel Glück, weil ich habe eine Anzahl von Interpreten gefunden, mit denen ich mich sehr gut verstehe und wo ich mehr oder weniger hochwertige Realisationen gehört habe im Konzert, einiges auch in Platte. Pierre-Laurent Aimard ist Ligetis favorisierter Interpret seiner zum Teil an die Grenze der pianistischen Belastbarkeit drängenden Klavierkompositionen. Die Etüde Der Zauberlehrling hat er dem Pianisten gewidmet. Zauberlehrling habe ich wie andere Etüden oft gespielt, wenn er schon im Saal war. Und dann ist er manchmal auf die Bühne gekommen und hat eine Zugabe angeboten. Und das war noch wieder dieser Zauberlehrling, was für mich an der Grenze des Möglichen gespielt war, in meiner Meinung. Und er hat ganz veröffentlicht angeboten, das noch schneller zu spielen. Also das ist eine Haltung, das sagt viel auf dem Spiel von Mögliches, Unmögliches und Humor und Unmöglichkeiten. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Instrumentalisten oder Sänger zu mir sagten, das ist nicht machbar. Meine Antwort, es ist äußerst schwer, versuchen Sie es aber trotzdem. Ich weiß, dass es an der Grenze des Möglichen liegt, aber Sie werden es schon schaffen. Wie keinem anderen Komponisten der Gegenwart ist es George Ligeti mit seinen Werken gelungen, auch Begeisterung bei Zuhörern zu erwecken, die nicht dem kleinen Kreis des spezialisierten Publikums zuzuordnen sind. Dafür ist sicher auch ein Zufall mitverantwortlich. Der amerikanische Regisseur Stanley Kubrick verwendete Ligetis Kompositionen in 3 seiner Filme. Ganz besonders 2001 Odyssee im Weltraum erhielt erst durch Ligetis Musik seine ungeheure Darstellungskraft. Ligetis positive Erinnerung an den Film und dessen charismatischen Regisseur wurde durch die Vorgehensweise der Produktionsfirma getrübt. Ich weiß noch, das war im Gartenbaum-Kino. Ich wollte den Film, also nichts ahnen, den Film sehen. Und der Film ist ein herrlicher Science-Fiction-Film. Dann verblüffend höre ich meine eigene Musik. Ich hatte kaum Geld. Und dann ist doch ein großer Film und tatsächlich ohne Erlaubnis und man sollte auch etwas zahlen. Dann kam ein Briefwechsel mit Metro-Goldwyn-Mayer und im ersten Brief schrieben sie, Ligeti soll glücklich sein, dass er durch diesen Film sehr berühmt geworden ist in den Vereinigten Staaten. Und dann mein Rechtsanwalt ich habe ihm diktiert, schreibt, Ligeti ist sehr glücklich darüber, aber nicht sehr glücklich, dass man seine Erlaubnis und nichts gezahlt hat. Das Bannen der Zeit, das Aufheben ihres Vergehens, ihr Einschließen in den jetzigen Augenblick ist mein hauptsächliches kompositorisches Vorhaben, dass die Form dauernd in allen Einzelheiten da ist, selbstverständlich nur auf einer Ebene der Illusion. Ligeti hat mich eigentlich über die Literatur entdeckt, sozusagen. Er hat also von mir etwas mal gelesen, er hat Transkriptionen gesehen von meinen Forschungen in Uganda, im Königreich Buganda ganz genau, die ich ja schon als Student unternommen habe. Und meine Entdeckungen im Bereich der Audiopsychologie, also dieses Illusionäre, dieses Umgruppieren von verschiedenen Patterns, die da entstehen in unserem Bewusstsein, die aber wirklich
wohl strukturell vorhanden sind, aber eigentlich nicht gespielt werden. Und diese Sachen haben ihn interessiert. Und er hat eigentlich, was er gemacht hat, als haben wir die Strukturprinzipien, da hat er eine Art Wahlverwandtschaft entdeckt. Das ist es, nicht? Ligeti erkannte Parallelen zwischen seinen eigenen Kompositionen und diesen afrikanischen Klangphänomenen, die nur beim Spiel auf dem Xylophon, genannt Amadinda, oder mit der Harfe, der Inanga, entstehen. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass diese Komponisten nach einem ganz bestimmten Weltbild vorgingen. Und dieses Weltbild war, ich meine, dass man mit dem Transzendenten in Verbindung ist. Und wenn man allein spielt, meditiert man. Man meditiert, die rechte Hand spielt eine Reihe. Die linke Hand spielt eine Reihe auf der Harfe. Diese Reihen verschlingen sich, die sind ineinander wie Zahnräder. Gell? Man macht Akzentuierungen und so weiter. Und aus diesen Reihen bilden sich Illusionspatterns, wenn die Reihen in einer ganz bestimmten Weise komponiert sind. Faszinierend finde ich dabei, dass Ligeti in vielen seiner Arbeiten von Supersignalen spricht. Also von Phänomenen, die in uns, in den Zuhörern eigentlich autonom entstehen durch das, was er spielen lässt. Und das, was er spielt, hat mit dem, was wir erleben, natürlich sehr viel zu tun, aber ist nicht identisch. Das heißt, das, was vorgetragen wird und das, was wir akustisch wahrnehmen, wird in uns autonom verarbeitet zu etwas Neuem. Und das sind die Supersignale, die er in uns erzeugt. Die vereinfachte Darstellung der Komplexität von Kontinuum und ähnlich konzipierten Kompositionen Ligetis, die erst deren verblüffende Wirkung erklärt, hat sich der Mathematiker Peitgen in seinen Vorträgen zur Aufgabe gemacht. Ich habe ein Beispiel gesucht aus dem Umfeld von Ligeti, an dem man besonders deutlich wahrnehmen kann, den Unterschied zwischen dem, was physikalisch passiert im akustischen Raum und dem, was in uns passiert. Also die autonome Verarbeitung, die Idee der Supersignale. Und dabei bin ich natürlich nicht ohne Ligetis Hilfe auf Stephen Reich gestoßen, der kurz vor Continuum 68 eine fundamentale Komposition, ein fundamentales Experiment gemacht hat. Das Werk heißt Come Out. Und in diesem Werk kann man sehr schön demonstrieren, wie es zu Supersignalen kommt. Steve Reich hat 66 eine Komposition gemacht, die Supersignale erzeugt. Und diese Komposition will ich auf ganz lapidare Weise grafisch illustrieren, indem ich ausgehe von einem, sagen wir, rhythmischen Gitter in gleichen Proportionen. Und in dieses rhythmische Gitter schiebe ich nun ein zweites, das ein ganz klein bisschen weitergestellt ist. Und dadurch entsteht eine Struktur, die zunächst überhaupt keine Auffälligkeit hat. Wenn ich dasselbe noch einmal mache und die Gitterstäbe dichter aneinander packe und dann eine etwas ausgeweitete hineinschiebe, entstehen sofort rhythmische Strukturen, so etwas wie eine rhythmische Grundstruktur. Und wenn ich noch eine dritte hineinschiebe, dann wird das schon ganz deutlich komplex. Und das will ich Ihnen nun an dem wunderschönen Werk von Steve Reich, Come Out 1966, demonstrieren, in dem ein einfacher Satz gesprochen wird. Und von diesem einfachen Satz hackt er dann das Endteil nochmal ab. Und dann nimmt er diesen letzten Satz, Come Out to Show Them, reproduziert ihn praktisch unendlich, packt ihn auf ein Tonband und kopiert das Tonband ein zweites Mal, sodass wir zwei Tonbänder haben, auf denen etwas ganz Langweiliges zunächst ist, nämlich eine Struktur Come Out to Show Them, Come Out to Show Them, Come Out to Show Them. Come out
Nun macht er einen Trick. Der Trick ist, dass er das zweite Tonband ein ganz klein bisschen schneller ablaufen lässt. Und damit entstehen nun Strukturen in uns, die mit den Ideen der Supersignale zu tun haben. Überhaupt nicht aufregend. Aber was passiert, wenn wir die beiden Tonbänder ein bisschen weiterlaufen lassen? Der Zeitunterschied wird größer. Schauen wir mal, was nach 3 Minuten passiert. Wir erleben eine rhythmische Verdopplung, eine rhythmische Steigerung. Und wenn wir nun nach 6 Minuten hineinhören, dann hören wir noch etwas zusätzlich Komplexes. Wir hören, wie diese akustische Struktur im Raum schwebt und wandert von links nach rechts. Die Menschen wurde als Trost für die ausbleibenden Antworten auf die wesentlichen Fragen unseres Daseins die Religion zur Seite gestellt. Damit lässt sich Ungewissheit und Furcht vielleicht erträglicher gestalten. Ligeti ist weder dem katholischen noch dem jüdischen Glauben verbunden. Er ist konfessionslos. Aber mit seiner Oper Le Grand Macabre nähert er sich auf seine ganz persönliche Weise jenen grundlegenden existenziellen Fragen und das mit einer starken Prise der typisch ligetischen Würzung. Es gelingt, über das anscheinend so Ernste zu lachen und man weint über das anscheinend so Lustige in unserem Dasein, das im Grunde nur auf 3 Säulen ruht: Manipulation, Eros und Tod. Da ist ein Mensch, der sich für den Tod ausgibt und will die Welt zerstören. Da ist drin eine politische Kritik an alle großen Worte und Verkündungen und Mission und tiefere Bedeutung und Weltanschauung. Ich habe keine Weltanschauung und ich mag nicht die Verkündung von großartigen Ideen. Ich will die Stücke, die mir vorschweben, realisieren und auch aufgeführt haben und hören und dann weiterarbeiten. Ist das wirklich Phänomenale an George Ligeti die Fähigkeit, sich dem Unwesentlichen des Lebens zu entziehen? Wie heißt es am Ende beim fliegenden Robert? Wo der Wind ihn hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Er verschwindet und niemand hat ihn wieder gesehen. Für immer. Das ist der Preis, den er zahlt. Dem Teufel, wenn Sie so